Berlin als besetzte Stadt war vorher ein Symbol für Teilung und Kalter Krieg und war dann auf einmal ein positives Symbol für eine Revolution, wo kein Blut geflossen ist und das ist ja selten. Ja. Zusammengefasst gesagt, ich war extrem überrascht und man hatte so eigentlich das Gefühl, naja, also jetzt nicht, dass es den Staat ewig geben wird, aber also ich wäre mir nicht sicher gewesen, dass ich das noch erlebe, dass es die DDR nicht mehr gibt. Ja, und am 9. November war ich also auch vollkommen überrascht. Ich war zu Hause in West-Berlin in meiner Wohnung, hatte irgendwie das Radio an und hörte dann, die Mauer ist offen. Man dachte dann erstmal, okay, 1. April ist ja nicht. Also dann dachte ich, naja, wird was dran sein, habe mich in die S-Bahn gesetzt, bin gefahren bis Lehrter Stadtbahnhof. Das war eigentlich eine ganz vereinsamte S-Bahn-Station am Reichstag, wo dann ja eben auch die Mauer zwischen West- und Ostberlin war. Da war also überhaupt nichts los. Ja, und dann waren auf einmal Menschenmassen und es standen Menschen oben auch auf der Mauer. Da dachte ich, ja geil, das willst du auch. Aber die Mauer war ja auch recht hoch. Also man kam da jetzt so nicht hoch, aber es waren überall Menschen, die dann hochgezogen haben. Und dann stand ich oben, da war es aber eben, ja, ich weiß nicht, wie spät es war, aber da war es eben gerade erst geöffnet. Und dann stand man oben auf der Mauer und neben einem so 2, 3 Meter standen Grenzpolizisten, sehr verunsichert, mit Waffen. Die haben dann so weggeguckt. Ja, manche haben dann gesungen, manche haben aber auch angefangen mit Steinen dann nach den Grenzpolizisten zu schmeißen. Das heißt, da war die Situation noch so, es war so ein bisschen Volksfest, aber man hat auch das Gefühl, naja, kippt das vielleicht noch? Ja, da hat sich ja Gott sei Dank eben dieses Friedliche durchgesetzt und dann ging ja alles im Zeitraffer weiter. Gab es denn damals dann auch einen Einblick nach dem 9. November in die Grenzanlagen selbst? Ja, ich glaube auch den meisten Westberliner war es auch schon bekannt, weil die ja doch sehr nah damit zusammengelebt haben und es gab da ja mehrere Bereiche, also Stacheldraht, dann gab es Bereiche, wo Hunde gelaufen sind oder ich kann mich erinnern, ich habe in der Nähe vom Treptow, nee, wie hieß der Kanal, nicht Treptow, der hieß genau Teltow-Kanal, da habe ich gelebt und dann war es so, wenn man da so eine halbe Stunde an diesem Kanal langgegangen ist in West-Berlin, fing irgendwann auf der anderen Seite die Grenze an und dann war das, also nicht Ost-Berlin, sondern DDR. Und wenn man da lang ging, im Dunkeln, dann ist häufig passiert, wenn dann auf der anderen Seite die DDR war, dann ging so ein Spot an, so ein Licht und das Licht begleitete einen dann. Da haben die geguckt, was man macht. Ne? Ich will nur sagen, also als West-Berliner war man so mit diesen ganzen Grenzanlagen und dem Ganzen noch vertraut. Es gab ja auch U-Bahn-Linien, die dann so unter Ostberliner Gebiet gefahren sind. Also diesen ganzen Sicherheitsapparat, der war schon allgegenwärtig. Also was ich mir noch gemerkt habe, ich war mal in der DDR festgenommen. Da habe ich Verwandte besucht, war Berlin-Friedrichstraße, Fußgängerübergang, habe mal einen Ausweis abgegeben und da hatte man so ein Wisch, irgend so ein Einreiseding und es dauerte und dauerte und dauerte, hinter mir Riesenschlange und dann kam dann ein Polizeibeamter und sagte so, dass ich im Namen der Deutschen Demokratischen Republik festgenommen bin und ich möchte mal mitkommen. Okay. Ja, und dann denkt man ja, was ist nun? Da stellte sich heraus, dass irgendwie mit den Papieren etwas nicht stimmte und dann bin ich da so in solche Kellerräume gekommen mit Kunstlicht und musste dann erzählen, wie so meine Tage da waren, mit wem ich mich getroffen habe und so. Das Ganze so 3, 4 Mal, immer die gleichen Fragen mit 9 Polizisten. Wobei ich sagen muss, also die haben mich jetzt nicht irgendwie körperlich attackiert oder so, ne? Also das nicht. Ja, und dann, nachdem ich so 10, 12 Stunden da war, kam am Ende einer in der Jeans, der hat mich geduzt, hat gesagt, hier willst du eine Kippe und hat mir auf die Schulter geschlagen und gesagt, es wäre auch eine gute Sache alles und ich würde ja auch Jura studieren, ich hätte ja bestimmt auch mal einen guten Job und dann könnte ich auch helfen. Das heißt, er hat versucht, mich für die Stasi anzuwerben
Ich habe dann gesagt, ja, ich überlege es mir, was soll man denn sagen? Ja, und am Ende des Tages wurde ich dann abgeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes. U-Bahnhof Friedrichstraße, da gibt es auch eine West-U-Bahn, S-Bahn-Station. Und da machte jemand eine Tür auf, gab mir einen Schubs und ich torkelte dann auf den Bahnsteig der West-Haltestelle in Ostberlin, Friedrichstraße. Er hat mir gesagt, ich soll am nächsten Tag wiederkommen, was ich dann nicht gemacht habe. Jetzt hat sich ja Berlin geändert seit dieser Zeit, seit 1989. Gesellschaftliche, politische Veränderungen gab es in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Wie sahen diese Veränderungen, diese Einschnitte der demokratischen Wende aus Ihrer Sicht aus für das Land und für Europa? Ich fand schlimm, dass in der DDR Leute unterdrückt waren, dass da keine Menschenrechte gab, keine Reisefreiheit. Ob das nun ein oder zwei Staaten sind, wenn man reisen kann und alle friedlich ihr Leben leben können. Ne? Also das fand ich dann eigentlich schlimmer, diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, weil ich hätte mir eben da gewünscht, dass man vielleicht mal guckt, was man daraus machen kann. Ja, und ansonsten war es natürlich positiv auch. Berlin, West-Berlin hat ja nicht zur Bundesrepublik gehört. Ganz Berlin war ja besetzt. 3 Westsektoren, ein Ostsektor. Es galt ja in Berlin auch nicht das Grundgesetz. Also es waren schon viele Besonderheiten. Also im amerikanischen Sektor konnte man bis 1989 nach der Rechtslage, wenn man ohne Ausweis angetroffen worden ist, erschossen werden. Ohne Vorwarnung. Ist nicht angewendet worden. Aber das heißt so, ne, Berlin als besetzte Stadt ist dann natürlich so relativ über Nacht so in das Zentrum von Europa gerückt, war vorher ein Symbol für Teilung und Kalter Krieg und war dann auf einmal ein positives Symbol für eine Revolution, wo kein Blut geflossen ist und das ist ja selten. Ja, viele sagen ja, da ist vieles vergessen worden, da sind viele vergessen worden und auch viele wenden sich Parteien zu, die wieder so nationalistische Tendenzen bis hin zu fremdenfeindlichen Tendenzen haben. Ja, erstmal müsste man ja sagen, es ist toll, dass man das geschafft hat, die friedliche Revolution. Haben wir nicht Ja. im Westen, also das ist ja erstmal toll, aber das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Über Jahrzehnte sich immer zu sagen, das ist toll. Ne? Und ich glaube auch nach wie vor, es ist vielleicht ein Mentalitätsproblem, dass manche ja vielleicht auch erwarten, dass sich der Staat mehr kümmert, so ja vielleicht die Eigeninitiative oder ich sehe auch viele Ängste. Ne? Man merkt ja zum Beispiel auch, dass hier im rechtspopulistischen Bereich die Angst vor Zuwanderung, vor Fremden, ja in Gebieten, wo es gar keine gibt. Ne? Das zeigt ja, ich habe jetzt nicht Angst, dass die mir jetzt die Wohnung wegnehmen oder die Arbeit, sondern ich habe eigentlich eher so eine existenzielle Angst, die ich dann irgendwo dran festmache. Ne? Dann gibt es halt verschiedene Projektionsflächen und natürlich, es gibt auch objektive Dinge, also dass es jetzt noch Unterschiede bei, was weiß ich, finanziellen Dingen, staatlichen Leistungen oder so jetzt noch zwischen Ost und West gibt. Damit gibt man natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die sowieso dagegen sind. Ne? Also da denke ich, besteht auch politisch noch ein bisschen Handlungsbedarf. Ja, wie gesagt, Handlungsbedarf, das ist ein gutes Stichwort. Was würden Sie sagen, was müsste Europa tun, was könnte vielleicht auch jeder einzelne Bürger tun oder auch die Politik tun, um die Idee Europas als Friedensprojekt mehr in die Herzen und Köpfe der Bürger zu bekommen? Also ich würde da sehr auf die jüngere Generation setzen, durch Digitalisierung, da ist man international viel vernetzter. Da habe ich also wenig Bedenken. Ich glaube, im Kleinen funktioniert das sehr gut. Und auf europäischer Ebene hätte ich zwei Forderungen. Einmal, dass das Europäische Parlament endlich gestärkt wird und ein Initiativrecht bekommt, dass die also von sich aus Gesetze vorschlagen können, nicht nur wenn die ihnen vorgelegt werden, und dass endlich diese unsägliche Einstimmigkeit bei Entscheidungen
abgeschafft wird, sondern Mehrheitsprinzip. Und dann könnten wir einen Großteil der Probleme, zum Beispiel Verteilung von Geflüchteten, in relativ kurzer Zeit wegräumen. Wenn wir gucken, USA, China oder überhaupt um Gewicht in der Welt zu haben, jetzt nicht nur für Ökonomie, sondern für Werte. Ich meine, die USA haben ja keine mehr. Da muss Europa zusammenhalten und ja, es gibt ja vielleicht auch den Trend jetzt, dass sich mehr wieder interessieren. Bei der Europawahl gab es eine größere Wahlbeteiligung, viele Jüngere, von daher bin ich gar nicht so pessimistisch. Ja.